Ja, genau. Darauf habe ich mich gefreut. Für euch jetzt Dustin Grimm. So. Wow. Danke. Ich hatte schon immer eine riesige Faszination mit Spiegeln. Als Zauberer, und ihr werdet das alle gut verstehen, Pascal, wir haben eine Tendenz dazu, viel mehr Zeit vor Spiegeln zu verbringen als die durchschnittliche Person. Das, was ich daran interessant fand, war, als Zauberer gucke ich in den Spiegel, bei mir sehe ich, was passiert, aber der Kerl im Spiegel, der kann wirklich zaubern. Bei ihm sieht das überzeugend aus. Das ist dann zu dem Punkt gekommen, wo ich mich irgendwann gefragt habe, ob ich der Zauberer bin oder der Kerl im Spiegel. Der Frage will ich heute ein bisschen auf den Grund gehen und dafür brauche ich euch. Um genau zu sein, brauche ich dafür ein bisschen Perspektive. Weil wenn ich mir wirklich Gedanken mache darüber, wie das bei euch aussehen soll, wenn ich euch hinter meine Perspektive bringe, werden wir ein paar eigenartige Dinge machen müssen. Ich werde eine Person von euch brauchen, um euch meine Perspektive zu zeigen. Ich gebe euch einen ersten Einblick in meine Perspektive, indem ich euch zeige, wie ihr gerade ausseht. Oh, und der Vorhang. So, so ein bisschen mehr oder auch so. Jetzt wisst ihr meine grobe Perspektive als Zauberer. Ich will euch jetzt hinter die Kulissen nehmen und gleichzeitig mir die Chance geben, mal zu sehen, wie das für euch alles aussieht, wenn ich mit einem Spiegel eine Kleinigkeit ausprobiere. Wenn ich jetzt ins Publikum schaue, sehe ich keine Reflexion. Aber wenn ich grinse, grinsen ein paar Leute zurück. Besonders du da hinten. 4. Reihe, genau, du bist gerade am Grinsen und guckst hinter dich. Wie ist dein Name? Neben Tobias. Lucy. Lucy, wärst du komfortabel, damit einmal kurz nach oben zu kommen? So. Das sollte erstmal funktionieren. Fangen wir erstmal damit an. Lucy, hi, Dustin, freut mich. Stell dich einmal hier hin. Lucy, in diesem Kunststück werden alle Leute uns von hier vorne betrachten. Das Interessante ist, ich als Zauberer werde euch gleich, wir gehen dafür einen Schritt nochmal auf Seite, du wirst gleich sehen, warum, die Leute hinter uns sollen nämlich das hier sehen können, einen Blick hinter die Kulissen. In dem, was gleich folgt, werdet ihr es alle von allen Seiten sehen können. Wenn ihr von vorne schaut, seht ihr es von vorne. Wenn ihr auf die Kamera schaut, seht ihr, wie es aus meiner Perspektive aussieht. Das Einzige, was ihr nicht bekommen werdet, ist Lucys Perspektive. Und das ist die, die mich am meisten interessiert heute. Lucy, ich habe gesagt, ich habe viel Zeit damit verbracht, in den Spiegel zu starren und das stimmt. Weil wenn du lange genug in den Spiegel starrst, starrt er auch irgendwann mal zurück. Meine Perspektive auf sowas ist ganz einfach. Eure, das sieht ungefähr so aus. Wir haben einen Zauberer, wir haben Lucy, komm ruhig einen Schritt näher, dann sehen wir dich auch. Und das ist, was ich quasi mir vorstelle, was ihr seht, zumindest in der ersten Reihe. Bei euch hinten ist das mehr so. Ne? Das, was ich machen will, ist komfortabel diese Brücke zu finden zwischen dem, was ich sehe und dem, was ihr findet. Und Lucy, du wirst mir dabei helfen, genau das in einem Augenblick zu machen. Was wir dafür brauchen, ist eins meiner liebsten Objekte, die ich vor dem Spiegel immer wieder benutze, ein Kartenspiel. Wow, das war gut geworfen. Lucy, komm einen Schritt nochmal nach vorne. Ich möchte, dass du neben mir stehst. Alle hier werden sehen können, was du siehst. Das, was du nicht siehst, ist, dass diese Karten alle unterschiedlich sind. Und wir werden jetzt was erstmal komisch Wirkendes ausprobieren. Du wirst jetzt gleich auf der Karte, ich gehe mal nah ran, damit es jeder sieht, da sind diese Engel auf dem Design der Karte. Ich werde jetzt gleich durch die Karten durchgehen und ich möchte, dass du auf den Engel einer Karte tippst, okay? Lass dich dann nicht von mir beeinflussen, tipp aber auf einen Engel. Ich will dir wirklich die Chance geben, eine freie Wahl zu treffen. Diese hier? Ich werde den Rest beiseite bewegen. Lucy, bevor ich jetzt irgendwas mache, ihr seht, dass ich nichts verwechsel. Hier ist ein Stift. Mach mal den Deckel bitte ab und auf der Karo 6 kannst du einmal deinen Namen schreiben, und zwar schön groß. Perfekt. Lucy, mit EE, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich werde Folgendes machen. Ich werde den Spiegel zur Hand nehmen, um dir hoffentlich einen ganz tollen Moment zu geben. So, ich bin genauso gespannt wie ihr. Lucy, ich möchte, dass du genau hinschaust bei dem, was folgt. Ihr seht es, wie es hinter dem Spiegel aussieht. Und hier breche ich jetzt mit Lucy so ein bisschen die Realität ein. Du siehst eine halbe Karte, richtig? Ja. Wenn ich das Ganze beginne, von einer anderen Perspektive mit dir zu betrachten, beginnt es so auszusehen, als wäre diese Karte vollständig, richtig?
Sowohl Lucy als auch jeder, der gerade die Karte sieht, achtet auf den Engel im Spiegel. Und in einem Augenblick, Lucy, wird diese Reflexion komm einen Schritt näher, fühl mit deinem Finger, dass das nicht irgendwie übermalt ist. Das ist legitim. Und das ist immer noch deine Unterschrift? Sehr gut. Ja, die Reaktion hättet ihr sehen müssen hier. So. Bevor ich jetzt weitergehe, werde ich es folgendermaßen machen. Wir werden wieder die Karte erscheinen lassen als Ganzes. Und diesmal ist der obere Engel, der einzige, der noch übrig ist, quasi halb-halb gesetzt, richtig? Ja. Lucy, pass genau auf. Wir machen das jetzt gemeinsam. Wenn ich den Spiegel ein bisschen bewege und wir eine neue Perspektive annehmen, wird es so aussehen, als würde der verlorene Engel wieder erscheinen. Wenn sich der eine Engel in zwei teilt, kannst du das in der Spiegelung sehen? Pass genau auf. Denn dieser Moment passiert nur einmal. Auf 3. 1, 2. Das sind die Reaktionen, für die ich das Ganze mache. Lucy, bestätigst uns noch einmal, dass das auch wirklich deine Unterschrift auf der Karte ist. Guck bitte, ob das Ganze wirklich permanent auf dem Ganzen drauf ist. Und wenn das Ganze so gut aussieht, oh ja, genau, hier einmal auf der Kamera, dann würde ich mich einmal bei dir bedanken, den Stift wieder wegnehmen und Lucy dieses kleine Souvenir als Erinnerung an diese Show mitgeben. Etwas, über das du reflektieren kannst. Leute, es ist mir immer wieder ein Fest, hier sein zu dürfen. Jetzt habe ich aber eine Ehre, die mir noch größer